Am 30. Juli 2023 stand eine schmutzige, verstörte Frau vor der Wohnungstür der 30-jährigen Elena. Unter Tränen sagte sie: »Schwester.« Nach ein paar Sekunden erkannte die Wohnungsbesitzerin, dass es sich um ihre vor 14 Jahren verschwundene jüngere Schwester Katja handelte. Gitter vor den Fenstern und ein Schloss an der Tür, innen ein kleiner Raum mit einem Bett, einem Schreibtisch und einem Teppich an der Wand. Dieser Ort war für die 19-jährige Ekaterina aus Tscheljabinsk zum Gefängnis geworden. Im Jahr 2009 lernte sie am Bahnhof einen gewissen Wladimir Tscheskidow kennen. Er lud sie zu sich in die Siedlung Smolino ein und sperrte sie in seinem Haus ein. Hier lebte die Gefangene 14 Jahre lang. Die ganze Zeit über zwang der Wahnsinnige sie zu sexuellen Handlungen, schlug sie und drohte ihr mit dem Tod. Die Gräueltaten fanden vor den Augen der Mutter des Täters und unter den Augen der Nachbarn statt. Doch niemand meldete dies der Polizei. Heute werden wir mit Ihnen eine Geschichte im Detail analysieren, die Stoff für einen Horrorfilm bieten würde. 14 Jahre unerträglicher Misshandlungen. Wie kam es dazu, dass eine junge Frau in einem schrecklichen Haus eingesperrt wurde und unter tierischen Bedingungen leben musste? Und warum hatte die Mutter des Vergewaltigers Angst, zur Polizei zu gehen? Die aus dem Ural stammende Katja Beljankina wird mit der Gefangenen des Skopina-Mörders Viktor Mokovo verglichen. Aber während Ekaterina Martinova und Elena Samokina weniger als 2 Jahre im Keller ihres Entführers verbrachten, war Ekaterina 14 Jahre lang in einem Privathaus im Dorf Smolino von der Außenwelt isoliert. Ekaterina Beljankina wurde am 15. Juli 1990 geboren. Ekaterinas frühe Biografie kann nicht als glücklich bezeichnet werden. Olga, die Mutter von Katja, ihrem Bruder und ihrer Schwester, trank viel. Den Fotos nach zu urteilen, ähnelt Katja ihrer Mutter in jungen Jahren. Aus ihrer ersten Ehe hatte Olga eine Tochter, Svetlana, und einen Sohn, Andrei. Die Kinder lebten und lernten in einem Internat in Tscheljabinsk, Russland, wo ihre Mutter als Wäscherin arbeitete. Nach der Scheidung heiratete die Frau ein zweites Mal und bekam mit ihrem zweiten Ehemann Alexander 2 weitere Töchter, Lena und Katja. Abgesehen vom Alkoholismus der Eltern war die Kindheit der jüngeren Schwestern von Skandalen, Übernachtungen von Zufallsgästen und Besuchern geprägt, die Schulden zurückforderten und mit Gewalt drohten. Lena und Katja besuchten ebenfalls einige Jahre eine Internatsschule, doch im Jahr 2000 schickte ihre Mutter die jüngere Tochter auf eine normale Schule. Die Intelligenz des Mädchens entsprach der Norm, aber sie unterschied sich von ihren Altersgenossinnen durch ihre geringe Körpergröße und eine Gehbehinderung. Ein Bein war kürzer als das andere. Ein Jahr nach Katjas Versetzung in eine normale Schule wurden Olga und Alexander die elterlichen Rechte entzogen und die zukünftige Gefangene Tschekskova sowie ihre Schwester Lena wurden zunächst in ein Rehabilitationszentrum und dann in ein Kinderheim gebracht. Später starben die Eltern der Mädchen laut ärztlichen Angaben an einem Herzinfarkt. Im Kinderheim war Katja still und verschlossen. Sie galt als gefügiges Mädchen, das sich den Entscheidungen der Anführerin fügte. Wie die meisten Absolventen von Kinderheimen begann Beljankina eine Ausbildung an einer Berufsschule. Nach ihrer Volljährigkeit zog die uraltsche Däumelinchen in eine Gemeinschaftswohnung in der Derbenskaja Straße in Tscheljabinsk, in der bereits ihre Schwester Lena mit ihrem kleinen Sohn lebte. Die Nachbarin der Schwestern war eine ältere Frau aus der Gegend, die unter einer Sammelwut litt und die Gemeinschaftsräume mit Sachen vollstellte, die sie von der Müllhalde mitgebracht hatte. Katja war oft zu Besuch bei Anatoli Fedotow. Der Mann behauptet, dass seine Nichte ohne Angst mit Männern mitging, die ihr Bier und Chips anboten. Warum wurde die Gefangene in dieser Zeit nicht gefunden? Ihre Bekannten sagen, dass nicht besonders intensiv nach ihr gesucht wurde. Nur ihre leibliche Schwester unternahm Versuche und wandte sich an die Polizei. Die anderen dachten sofort, dass Katja ermordet worden war. Sie war ein freier Vogel ohne Angst. Ich habe sie oft mit Bier und verschiedenen Männern gesehen, die viel älter waren als sie. Da sie herumhing, war mit einem schlechten Ausgang zu rechnen. Eine Zeit lang wohnte sie bei mir. Als wir einmal aus dem Haus kamen, stand da ein betrunkener Mann und sie ging mit ihm weg. Wir dachten, dass sie wahrscheinlich missbraucht und umgebracht worden war, erzählt ein Bekannter von Ekaterina. Im Jahr 2009 lernte die 19-Jährige am Busbahnhof Sinije Gori in Tscheljabinsk einen 37-jährigen Mann kennen. Sie kamen ins Gespräch. Er bot ihr Alkohol an und lud sie dann zu sich ein. Die junge Frau willigte ein und fuhr mit ihm nach Smolino, wo sie einige Zeit zusammen verbrachten.
Als Ekaterina jedoch gehen wollte, zog der Mann plötzlich ein Messer. Er hielt ihr die Waffe an die Kehle und sagte, sie würde nirgendwo hingehen, und sperrte sie dann in ein Zimmer. In diesem Moment ahnte Ekaterina noch nicht, dass sie die nächsten 14 Jahre in Smolino verbringen würde. Katys Onkel und Schwester meldeten ihre Verwandte als vermisst. Mit der Zeit kamen sie jedoch zu dem Schluss, dass das leichtgläubige Mädchen nicht mehr am Leben war. Sie war klein, hatte kurze Haare und war nicht besonders kontaktfreudig, erinnern sich Bekannte. Das Haus der Tschetschkidos war in 2 Teile geteilt. In einem Teil lebten Wladimirs Eltern, sein Vater war bettlägerig und starb ein paar Jahre nach Katjas Ankunft in Smolino, im anderen Teil der Vergewaltiger und seine junge Gefangene. Für Katja richtete Wladimir ein separates Zimmer ein. Wenn seltene Besucher in das Haus der Tschekskows kamen und auch während der sexuellen Vergnügungen wurden die Hände und Füße des Mädchens an den Boden gefesselt und ihr Kopf mit einer speziellen Kiste bedeckt, damit niemand die Schreie der Gefangenen hören konnte. Der Mann selbst verließ das Haus nur selten. Wladimirs Mutter, Valentina Wladimir-Tscheskidova, führte im Gegensatz zu ihrem Sohn ein aktives Sozialleben. Sie hatte Freundinnen, ging nicht nur einkaufen, sondern auch in Konzerte und in die Kirche. Die Rentnerin behauptet, dass ihr Sohn Katja vor ihren Augen nie Gewalt angewendet habe, dass er zu seiner Gefangenen wie zu seiner geliebten Frau gewesen sei. Und dass das Mädchen bei ihnen wie eine Königin gelebt habe, sie habe nicht gearbeitet, und dennoch habe es ihr an nichts gefehlt. So sagte die Frau. Die Mutter des Mannes ist den Einheimischen gut bekannt. Zuerst arbeitete sie in einer psychiatrischen Klinik, dann verkaufte sie Brillen. Tante Valja ist eine sehr gütige Person. Sie ging morgens aus dem Haus und kam spät zurück, war sehr positiv und fröhlich. Ihren Sohn hat fast niemand gesehen. Er verließ selten das Haus. Der Junge war ungesellig und unkommunikativ. Außerdem hatte er irgendwelche Probleme. Er trug immer eine Kapuze über dem Kopf, erzählte eine Nachbarin. Das Haus, in dem das Mädchen gefangen gehalten wurde, ist ein gewöhnliches altes Gebäude mit Holzläden an den Fenstern, einem blauen Tor und einem Dach, das offensichtlich seit langem nicht mehr renoviert oder repariert worden war. Links vom Haupteingang befand sich eine Garage mit dem gleichen blauen Tor. Der Hof war klein, Wäscheleinen, ein paar Waschzuber, Ziegelsteine und eine alte Holztreppe. Die Türen zum Schuppen und zur Garage standen weit offen. Auf den Stufen, die zum Haus führten, lagen eine Matte und eine seltsame schwarze Tasche. Alles sieht ungepflegt und sogar verlassen aus. Ein Teil des Hofes ist mit Gras überwuchert, der Zaun ist baufällig und bröckelt. Das Haus selbst war vor langer Zeit blau gestrichen worden, die Tür grün. Da sie in Gefangenschaft lebte, konnte Ekaterina nur gelegentlich ihr Zimmer verlassen. Sie half im Haushalt und kümmerte sich um Wladimirs Mutter. Der Polizei erzählte die Frau, dass der Entführer in letzter Zeit zu viel getrunken habe, was zu gesundheitlichen Problemen, darunter auch psychischen, geführt habe. Der Mann bedrohte nicht nur sie, sondern auch ihre Mutter. Daraufhin rief die ältere Frau einen Krankenwagen, der ihn mitnahm. Die Tür zum Zimmer seines Opfers konnte er nicht schließen. Ekaterina hörte die Worte der Mutter des Vergewaltigers. »Lauf weg, du bekommst keine zweite Chance.« Die Opferin erzählte, als sie schon auf den Krankenwagen warteten, kam die Frau zu ihr und sagte, »Hier ist dein Geld, geh nach Hause, sie haben dich wahrscheinlich schon verloren.« Im Jahr 2023 war Ekaterina bereits 33 Jahre alt. Nach dem Erlebten erinnert sie sich nicht mehr an die Kontaktdaten ihrer Verwandten, nur an die Adresse ihrer Schwester, zu der sie lief. 14 Jahre lang war Ekaterina nur 10 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt gefangen, auf der anderen Seite des Smolino-Sees. Katja kam zu ihrer Schwester Lena, die nicht mehr damit gerechnet hatte, ihre jüngere Schwester lebend wiederzusehen, und gemeinsam erstatteten die beiden Frauen aus Tscheljabinsk Anzeige bei der Polizei. Wladimir und Valentina wurden festgenommen, aber die Rentnerin wurde bis zur Gerichtsentscheidung unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Den Ermittlern gelang es jedoch festzustellen, dass Ekaterina nicht das einzige Opfer war. Ende 2010 lockte der Mann eine weitere Frau zu sich, die älter und größer war als Beljankina. Als sie sich wehrte, tötete er sie. Davon erfuhren die Ermittler jedoch erst nach der Befragung von Ekaterina. Später wurden auf dem Gelände menschliche Überreste gefunden. Laut Ekaterina befand sich im ersten Jahr ihrer Gefangenschaft noch eine weitere Frau mit ihr im Haus, Oksana. Wladimir hielt sie in einer Scheune an einer Kette gefesselt. Die Frau hatte den Mann ebenfalls am Bahnhof kennengelernt, wahrscheinlich nach dem gleichen Muster.
Er lud sie zu sich ein, um etwas zu trinken. Die junge Frau konnte nicht mehr entkommen. Im Sommer 2011 stach er Oksana mit einem Messer in den Kopf, holte dann Ekaterina und tötete das Opfer vor ihren Augen mit 2 heftigen Hammerschlägen auf den Kopf. Danach versteckte Wladimir die Leiche in einer Tonne und versuchte erfolglos, sie zu verbrennen. Anschließend zerstückelte er sie und stapelte die Überreste im Keller. Was Wladimir anschließend mit ihnen gemacht hat, wusste Ekaterina nicht. Später konnten Kriminaltechniker ein Phantombild des Opfers erstellen. Allerdings ist es bis heute nicht gelungen, ihre Identität festzustellen und ihre Angehörigen ausfindig zu machen. Die Strafverfolgungsbehörden nahmen die Ermittlungen auf. Wladimir wurde am 21. Juli 1972 geboren. Seit seiner Kindheit lebte er in Tscheljabinsk im Ort Smolino. Dort, in der Festivalnaja-Straße, steht ein kleines Holzhaus, das bis heute allen Einheimischen Angst einflößt. Es schien alles in Ordnung zu sein, nur hatte er keine Freunde gefunden. Nach Aussagen von Bekannten war der Junge immer ein Einzelgänger, der nie Freunde zu sich nach Hause einlud, angeblich weil seine Eltern sich stritten. Er schloss die 10. Klasse ab und geriet dann auf die schiefe Bahn. Im Jahr 1986, als er noch 17 Jahre alt war, wussten einige Nachbarn, dass er psychisch krank war. Aber sie bemerkten nichts Gefährliches an seinem Verhalten. Nach seiner Entlassung kehrte er nach Smolino zurück und hatte praktisch keinen Kontakt zu anderen Menschen. Allerdings lernte er eine Frau kennen und heiratete sie. Was schiefgelaufen ist und wo seine Frau verschwunden ist, ist unbekannt. Laut Wladimirs Mutter lebt sie in Jekaterinburg. Das Paar hat keine Kinder. Die Ermittler müssen nun herausfinden, ob die Ehefrau ein weiteres Opfer des Mörders ist. Die Freundin der Mutter wusste nichts davon, dass er eine Strafe verbüßt hatte. Sie erinnerte sich jedoch daran, dass der Mann ihr einmal eine Ikone geschenkt hatte. Eine von denen, die er bei einem Besuch in der Kirche gekauft hatte und die Nadezhda Iwanowna gefallen hatten. Der Verdächtige habe sich seltsam verhalten, sagt eine Nachbarin. Er habe über etwas gesprochen und dann plötzlich das Thema gewechselt. Ihren Worten zufolge war Wladimir still und ungesellig. Sein Vater war verstorben, ein älterer Mann, der als Ingenieur in einem Heizhaus gearbeitet hatte. Wladimir selbst arbeitete nicht. Sie lebten von der Rente seiner Mutter und vermutlich von dem Geld aus der Vermietung seiner Wohnung in Tscheljabinsk. Es gab noch ein kleines Einkommen aus dem Verkauf von Brillen. Seine Mutter verkaufte sie von einem Tisch aus an Passanten. Eine Bewohnerin des Dorfes Smolino erinnert sich, dass Wladimirs Mutter einmal erwähnt habe, dass es ihm gut gehe und er angeblich mit einer Freundin zusammenlebe, was die Einheimischen misstrauisch machte. Insgesamt sprach Valentina wenig über ihren Sohn, und einige Dorfbewohner vermuteten, dass Wladimirs glückliches Leben eine Erfindung der alten Frau sei. Das Privathaus von Tschetschikow, in dem die Gefangenen festgehalten wurden, ist stark verwahrlost. Es wurde Alkohol gefunden. Er trank jedoch eher selten. Darüber hinaus bezeichnen die Sicherheitskräfte, die mit ihm zu tun hatten, ihn als einen recht intelligenten Menschen. Die Schwester suchte nach Katja und wandte sich mehrmals an die Polizei. Zuerst im Jahr 2009, als Ekaterina verschwand, wurde sie zur Fahndung ausgeschrieben, aber die Suche blieb erfolglos. Dann, im Jahr 2018, benötigte die Schwester der jungen Frau für die Beantragung von Eigentumsrechten an einer Immobilie eine Bescheinigung, dass ihre Verwandte als vermisst gemeldet war. Zu diesem Zeitpunkt gab es keine Spur von der Vermissten. Bemerkenswert ist, dass Katja erst nach 2018 offiziell als vermisst galt, was bedeutet, dass entweder die Schwester keine Anzeige erstattet hatte oder diese verloren gegangen war. Nach Angaben des Opfers schloss Wladimir sie beim Verlassen des Hauses in ihrem Zimmer ein und fesselte sie manchmal sogar an den Tisch. Den Rest der Zeit konnte sie sich frei im Haus bewegen und half seiner betagten Mutter beim Putzen und Kochen. Nach längerer Zeit hatte Wladimir regelmäßig Geschlechtsverkehr mit dem Opfer, ohne Gewalt oder Drohungen anzuwenden. Ekaterina berichtete, dass Wladimir sie systematisch folterte, wobei er sich dafür unbedeutende alltägliche Anlässe suchte. Nach Angaben der Gefangenen missbrauchte Wladimir sie während ihrer 14-jährigen Gefangenschaft etwa 1000 Mal. Viele fragten sich jedoch, warum Ekaterina nicht schwanger geworden war. Sie stellten ihre Aussagen über die Misshandlungen in Frage. Später erklärte der Mörder selbst vor Gericht, dass er die Gefangene nicht zum Geschlechtsverkehr gezwungen habe, sondern lediglich mit ihr zusammengelebt habe. Nach ihrer Flucht wurde sie in ein Rehabilitationszentrum gebracht, um psychologische Hilfe zu erhalten. Was die mögliche Strafe für andere Taten angeht,
ist es nicht ausgeschlossen, dass Wladimir statt einer Gefängnisstrafe in Zwangsbehandlung kommt. Psychiater müssen seine Zurechnungsfähigkeit beurteilen. Dabei könnten Ihnen die bei den Durchsuchungen gefundenen Notizbücher mit zahlreichen Aufzeichnungen helfen. Ihr Inhalt wird von Experten sorgfältig untersucht werden. Wladimir Cheskidov ist heute 52 Jahre alt. Er sieht älter aus. Grimmiger Gesichtsausdruck, viele Falten, schütteres Haar, eine Glatze zeichnet sich ab. Am 9. Juli fand eine Gerichtsverhandlung mit Zeugenaussagen statt. Die Verhandlung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die 72-jährige Valentina Cheskidov wurde wegen Entführung angeklagt. Die Ermittlungen belegen, dass sie ihrem Sohn dabei half, Ekaterina und Oksana festzuhalten. Valentina Andrejewna Cheskidova erklärte vor Gericht Folgendes: Ich bin 72 Jahre alt, wurde im Bezirk Satka geboren, habe die Schule in Satka abgeschlossen und bin Feldsanitäterin. Ich bin Witwe, mein Mann ist vor 6 Jahren verstorben, sagte die Frau vor Gericht. Ich habe einen Sohn, er ist 52 Jahre alt und bisher nicht vorbestraft. Auf die Frage nach der Entführung antwortete sie: Katja lebte freiwillig bei uns. Alle Türen standen offen, sie hätte jederzeit gehen können. Die Mutter von Wladimir argumentiert, dass er ihr das Leben genommen hat, dafür wird er zur Rechenschaft gezogen werden, egal ob er psychisch krank ist oder nicht. Und gleich darauf versichert sie: Ich wusste nichts davon. Und ich habe auch nicht gesehen, was hinter der Tür von Wladimir und Katjas Zimmer vor sich ging. In meiner Gegenwart hat er sie nicht geschlagen. Ich bin jeden Tag weggegangen, um meine Arbeit zu erledigen, und die beiden sind Stubenhocker, ganz unkompliziert. Sie werfen Buchweizen in einen Topf, essen das und trinken Wasser dazu. Das war ihre Ernährung. Sie haben viel gelacht, lebten, man kann sagen, wie Pech und Schwefel. Über Katja kann ich nichts Schlechtes sagen. Sie trinkt nicht, raucht nicht. Sie haben mit meinem Sohn nicht einmal an Feiertagen getrunken, erinnert sich die Frau. Zu den Geburtstagen ihrer sogenannten Schwiegertochter kaufte sie Leckereien und Geschenke. Das letzte Mal schenkte sie ihr ein Kleid und Shampoo. So lebten sie. Die Frau soll ebenfalls in eine Klinik zur forensisch-psychiatrischen Begutachtung eingewiesen werden, aber dort gibt es derzeit keinen Platz und sie wartet auf ihre Reihe. Sie lebt ruhig in ihrem Haus und geht in die Kirche. Es wurde auch festgestellt, dass einer der Nachbarn in das Haus gegangen war, um die Rohre zu reparieren. Allerdings fiel ihm nichts Ungewöhnliches auf, außer dass das Haus furchtbar verschmutzt war. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos läuft das Gerichtsverfahren gegen den Mörder noch. Eine weitere Frage, die sich viele stellen: Warum ist es der Gefangenen in all den Jahren nicht gelungen zu fliehen? Dafür gibt es mehrere Gründe. Bei der Durchsuchung fanden die Sicherheitskräfte im Haus eine spezielle Konstruktion, an die Ekaterina ständig gefesselt war, wobei ihr auch der Mund zugehalten wurde. Und ja, an den Fenstern des Raumes, in dem sie festgehalten wurde, waren tatsächlich blinde Gitter. In all den Jahren wurde sie 2- oder 3-mal auf die Straße gelassen, nicht weiter als bis zum Gemüsegarten. Wenn er wegging, fesselte er sie an eine selbstgebaute Konstruktion aus Brettern und Balken, klebte ihr den Mund mit Klebeband zu, und das war's. Wenn er zu Hause war, verbrachte er fast die ganze Zeit mit ihr und spielte Schach. Er ist ein guter Schachspieler, ging in eine Schachschule, erzählte der Ermittler. Theoretisch hätte Ekaterina schon früher fliehen können, meinen die Sicherheitskräfte. Warum sie es nicht getan hat, ist eher eine Frage für Psychologen. Möglicherweise hat das Stockholm-Syndrom gewirkt, oder vielleicht war die Angst zu groß. Nach Angaben der Mutter des Täters war Ekaterina arm und blieb in ihrem Haus, wo sie kostenlos zu essen bekam und ein Dach über dem Kopf hatte. Als sie erkannte, dass sie ein anderes Leben führen wollte, floh sie und begann zu erzählen, dass sie gewaltsam festgehalten wurde. Die Ermittlungen in diesem Fall werden noch mehrere Jahre dauern. Was glauben Sie, was in dieser Geschichte wirklich passiert ist? Ist das Mädchen freiwillig geblieben oder wurde sie mit Gewalt festgehalten? Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.